Warum Duftproben kompletter Müll sind, das möchte ich euch heute mal erklären, weil ich muss das mal wieder raushauen. Ich hatte das erst vor kurzem euch schon mal irgendwie ansatzweise erzählt oder erläutert, weil mir das aufgefallen ist, aber es wird immer extremer, immer kranker und deswegen nochmal, ja, ein Video darüber. Ja, mein Name ist Dennis und wir wollen jetzt gleich mal reinhauen. Also hier, Duftproben. Ich werde es jetzt hier nicht zeigen, ist auch völlig egal. Es geht eigentlich um alle Duftproben. Also diese kleinen Dinger, die ihr bei jedem mitbekommt, in jedem Store oder wenn ihr online bestellt, bekommt ihr ja mal schnell eine Duftprobe mit, falls ihr sie dann mitbekommt. Ne? Manche schicken ja auch gar nichts. Muss man ja auch nicht. Warum? Man zahlt viel Geld und andere Leute schicken nichts raus oder beziehungsweise die Firmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber warum sind Duftproben kompletter Müll? So, mir ist über die Jahre aufgefallen, dass auf jeden Fall jedes Mal ein Duft anders riecht, wenn man ihn aus der Probe sprüht. Und ich rede nicht von Plastik, Sprüher, Zerstäuber, kleiner. Es ist auch bei Glas so. Ich hatte hier bei diesem Duft, Angel Share Paradis, den kann ich ruhig erwähnen hier, da hatte ich auch eine Abfüllung vorher. Da hat zum Beispiel der Himbeerlikör richtig säuerlich gerochen und der Duft war ein Tag, anderthalb Tage unterwegs. So, mein Kumpel hatte den abgefüllt. Roch säuerlich, aus dem Flakon nicht. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Jeder in meinem Umkreis sagt das. Im Endeffekt bringt das gar nichts zu sagen, mach mal eine Abfüllung. Mach mal eine Abfüllung. Weil hier, zum Beispiel hier rein. Hier ist nichts drin. Es ist völlig Latte. Es ist völlig egal. Es wird immer anders riechen als aus dem Flakon. Und ob Glas auf Glas, es ist schon heftig. Ich musste extra ein Video zu machen, weil ich möchte mal eure Kommentare wissen. Schreibt mal bitte unten rein, ob euch auch das schon aufgefallen ist. Und es wird immer schlimmer. Früher war das nicht so. Jetzt heißt es nicht wieder, früher war alles besser. Nein, darum geht's gar nicht. Aber das gab es früher nicht so extrem. Warum, weshalb? Wahrscheinlich auch, weil die Inhaltsstoffe vielleicht für so eine kleinen Pröbchen nicht geeignet sind. Ist natürlich Quatsch wahrscheinlich, weil warum sollte das denn im Flakon funktionieren? Und im Zerstäuber in kleinen oder in einer kleinen Probe nicht. Bei Plastik, bei Plastik ist mir das erstes aufgefallen, da kann ich das verstehen. Aber wenn man irgendwann in ein Glaszerstäuber dasselbe Problem hat und fast jeder Duft riecht anders und nicht nur 5%, sondern richtig 50% manchmal. Es riecht einfach anders. Mein bester Kumpel sagt das, meine Leute, die ich so kenne, die jedes Mal, wenn ich diesen Vergleich gemacht habe, hier, riech mal bitte, haben sie immer fast ein anderes Ergebnis. Und so kommt man natürlich zu einem ganz anderen Duft oder Dufterlebnis und sagt, Moment mal, jetzt gefällt mir der Duft aber besser oder jetzt gefällt mir der Duft nicht so gut. Meistens ist es aber ins Positive, das muss ich sagen, also dieses Video hat auch was Positives, weil im Parfüm, also in Flakon riecht der Duft meistens zu 90% besser. Aber es bringt nichts, egal wo ihr was holt, euch abzufüllen etc. pp. Es macht eigentlich fast keinen Sinn. Vielleicht hier in diese Teile, da geht das noch. Da geht das noch. Das hat auch, da habe ich auch von Roger Parfüm zum Beispiel was. Und hier, da ist das eventuell manchmal gegeben, dass es doch identisch zum Original ist. Ich habe den Original Angel selbst gekauft, deswegen kann ich das hier kurz erwähnen, natürlich logischerweise. Wenn nicht, würde ich ja, ihr wisst ja, ne? Ja, aber das ist im Glas und bei diesen 10 ml geht es noch. Aber ich finde einfach immer, das ist, wenn überhaupt der Einzige, ist aber auch ja schon fast ein Flakon. Aber die restlichen, die kleinen, diese hier oder alle anderen Abfüllungen sind meistens, sie riechen einfach anders, die Düfte. So. Dann natürlich gibt es Unterschiede zwischen mal 20%, mal 5%, aber manchmal riechen sie komplett fast anders. Und wenn dann noch Plastikzerstäuber dazu kommt, dann könnt ihr das komplett in die Tonne werfen oder in die Tonne kippen oder wie man so schön sagt. Das ist einfach so. Ihr könnt ja mal unterschreiben. Mir war das einfach nur wichtig. Ich will wissen, ob euch das auch aufgefallen ist. Und wenn, ist es ja fast egal, ob die uns Proben mitschicken. Ich meine, mir ist es auch inzwischen scheißegal, ob die Leute uns Proben mitschicken, weil ich sehe sowieso kein Licht mehr am Ende des Tunnels, weil wenn ich das manchmal sehe, wenn man viel Geld ausgibt, was die da reinpacken, am besten Boss Bottle. Ich habe nichts gegen Boss Bottle. Boss Bottle habe ich, ist geil. Aber
ich bitte euch, das braucht kein Mensch mehr. Ich meine, Boss Bottle hat ja nur fast jeder, der noch nicht mal einen Duft zu Hause hat aber bestimmt die Probe Boss Bottle. So, und deswegen ist es auch Latte. Schickt bloß nichts. Ja, dann riechen die Leute, oh ja, riecht anders, riecht gut, sorry, riecht gut. Und Ende des Tages kauft ihr euch denn den Flakon. Ein Glück, eingangs erwähnt, riecht er dann meistens besser. Aber was ist, wenn er nicht besser riecht, sondern schlechter? Dann kommt ja auch wieder die Diskussion, was ist das? Ist der gekippt? Ist das fake? Wisst ihr? Das Thema kommt ja auf. Ist es fake? Ist es gekippt? Wie alt ist der Duft? Viele Leute begreifen das ja gar nicht. Wie viele Leute? Es gibt so viele Leute, die mich anschreiben. Man muss ja auch nicht alles wissen. Aber ein älterer Batch heißt nicht, dass der Duft schlechter ist. Gerade nicht. Der ist ja meistens besser. So, die Älteren. Ich rede jetzt hier von, also man muss dann auch nicht fragen, ist der gekippt? Und also wenn der Typ natürlich, derjenige, von dem ihr das kauft, das ständig in der Sonne stehen hat, ja, dann kann das sein, dass der Duft kaputt ist. Aber sonst, nach 5 Jahren, ich habe Düfte, die 30 Jahre alt sind, so nach dem Motto, ja, die sind nicht gekippt. Das ist einfach so. Wenn man sie gut lagert und so weiter, kippen die nicht. Vielleicht eher heutzutage noch natürlich schneller, weil die Inhaltsstoffe ja nicht mehr ganz so gut sind wie früher. Und da will ich auch noch mal kurz was zu sagen, oder jedenfalls würde ich gerne noch mal ein Video zu machen, weil es wird ja viel für Allergiker gemacht. Also einer, der eine Allergie hat, wird überhaupt kein Parfüm benutzen. Das sind nur Ausreden. Oh, ich verändere das Parfüm, die Inhaltsstoffe dürfen jetzt nicht mehr rein sein, weil es gibt Allergiker. Mann, Allergiker benutzen kein Parfüm. Ich kenne welche. Die dürfen noch nicht mal in der Nähe sein von Leuten eigentlich, die Düfte drauf haben. Hier, wie das Haar hier. Versteht ihr? Nur als Beispiel. Es macht gar keinen Sinn. Es gibt so viele Sachen, es wird alles irgendwie, ich will gar nicht so negativ denken, aber es wird alles irgendwie schlechter, was das angeht. Und deswegen sage ich ganz knallhart im Titel auch, dass die Parfümproben Müll sind. Es ist Müll im Endeffekt. Nicht der Duft, natürlich nicht. Nein, das ist ein schöner Duft. Hier, Angel Share Paradis, geiler Duft. Aber die Probe war Quatsch. War im Endeffekt so, also mein bester Kumpel wird sich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber er sagt es ja selber. Was ist das? Ich habe ihm letztens auch einen Duft geschickt. Der riecht, sagt er auch, was ist das denn? Ich fand den so geil in der Probe und jetzt finde ich ihn zwar auch noch geil, aber der Duft ist viel zu stark im Flakon. Ne? Ihr weißt, bla bla bla, ihr findet ihr starke Düfte, aber er macht das nicht so, wenn es zu doll ist. So, und da war das in der Probe nicht, im Flakon ja. Gut, das kann man natürlich noch gut erläutern, erklären, auch weil wenn man sprüht, kommt ja eindeutig mehr raus als bei einer Probe. Ne? Und ihr verteilt sich ja viel größer und mehr. Dementsprechend ist das natürlich klar als bei einer kleinen Probe. Selbst bei der sprüht ja auch anders als der Flakon, den ich jetzt nicht hier habe, griffbereit. Aber wisst ihr, was ich meine? Und dementsprechend, ja. Also im Endeffekt, Fazit des Videos, vergesst mal die Proben. Geht im Laden, riecht den Duft und kauft euch den. Aber Proben im Endeffekt, also ich schwöre, ich rate jetzt mal, dass 70% der Kommentare und bestimmt mir recht geben werden. Und wenn ich da überhaupt mit 70, wahrscheinlich liege ich komplett und werden es noch mehr sein, weil es einfach so ist. Wer was anderes sagt, jetzt sagt mir aber nicht, weil ihr mal 1, 2 Proben habt, die wirklich gut, ich sage jetzt nicht, dass das bei jedem, dass das zu 100% ist. Nein. Aber wir haben uns geeinigt, mein Kumpel und ich und ein paar Leute, also 85% definitiv anders. Und das ist ja nun schon krank, pervers viel. Ja, schreibt mal unter. Wie gesagt, am besten immer kaufen, aber Proben, hier, diese Dinger, Plünn, ist absoluter Plünn. Ja, schreibt mal unter, was haltet ihr davon? Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben macht, das heißt, dieses Video ein Like gibt. Folgt mir natürlich, vergesst das nicht, folgt meinem Kanal, schreibt gern was unter, haut rein in die Tasten oder antwortet unter ich hau da was ran an die Pinnwand und dann Grüße raus an meine Mitglieder und an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde.